Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute das Schloss Pfamberg zeigen und dir ein wenig die Geschichte davon erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! Eingebettet in einen weitläufigen englischen Landschaftspark bei Fronleiten liegt Schloss Neupfamberg, ein Ort, dessen Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht und der bis heute im Besitz einer der bedeutendsten Familien der Steiermark steht. Obwohl das heutige Schloss Pfamberg vergleichsweise jung wirkt, reichen seine Wurzeln weit zurück, bis in das 13. Jahrhundert. Am südlichen Rand des Dorfes Mauritzen befand sich bereits im 13. Jahrhundert ein Wehrbau der Grafen von Pfamberg, der sogenannte Grafenhof. Der erste namentliche bekannte Vertreter dieses Geschlechts war Ulrich von Pfamberg, urkundlich erwähnt im Jahr 1280. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts verlor dieser Wehrbau seine militärische Bedeutung und wurde zu einem einfachen Bauernhof umgewandelt. In den folgenden Jahrhunderten verschwand dieser ursprüngliche Bau weitgehend aus der Geschichte. Erst im 17. Jahrhundert wurde das Gebiet wieder bedeutend. Veit Denk zu Grafendorf begann mit dem Bau eines neuen Hofes an dieser Stelle. Mit dem Jahr 1645 wechselte das Gut den Besitzer. Es gelangte in die Hände von Wolf Freiherr von Jölchelinger. Durch ihn erhielt das Anwesen einen neuen Rang. Verbunden mit der Herrschaft Pfamberg wurde es zum Adelssitz. Mit Franz Anton Edler von Safran begann 1736 ein neues Kapitel. Nur ein Jahr nach dem Kauf der Herrschaft betraute er den Maurermeister Josef Steinberger mit einem ambitionierten Vorhaben. Aus dem alten Hof sollte ein Schloss werden, der Ursprung des heutigen Gebäudes. Aus einem schlichten zweigeschossigen Bau wurde im Laufe der Zeit ein Landsitz von beachtlicher Repräsentation. Wo das Dorf Mauritzen stand, erstreckte sich ab 1804 ein neues Bild. Ein weitläufiger Schlossgarten im Stil des englischen Landschaftsparks nahm seinen Platz ein. Auch im 19. Jahrhundert blieb das Schloss nicht lange in einer Hand. Zwischen 1870 und 1872 zählten die Fürsten von Lobkowitz zu seinen Eigentümern.
Mit der Familie Meyer-Mellenhof fand das Schloss schließlich seinen Anker. Eine Familie, die der Steiermark bis heute tief verbunden ist und das Anwesen seither in ihren Händen hält. Das Schloss passte sich im Laufe der Zeit an. Im 19. und 20. Jahrhundert prägten zahlreiche Umbauten sein heutiges Gesicht. Was Jahrhunderte überdauert hatte, fiel im Frühling 1945 den Flammen zum Opfer, niedergebrannt von Soldaten in den letzten Kriegsmonaten. Das Feuer zerstörte das Schloss Pfamberg, aber nicht den Willen zum Wiederaufbau. Was die Flammen hinterlassen hatten, wurde nach dem Krieg Stück für Stück wiederhergestellt. Inmitten eines weitläufigen Parks liegt Schloss Neupfamberg noch heute. Im Besitz der Familie Meyer, Mellenhof, Saurer und fest verwurzelt in seiner Umgebung. Die Geschichte von Neupfamberg erzählt von Wandel und Beständigkeit zugleich. Vom mittelalterlichen Wehrbau zum repräsentativen Schloss. Und immer dasselbe Haus. Über 700 Jahre hat das Schloss Neupfamberg überdauert. Kriege, Besitzerwechsel, Umbrüche. Die Landschaft wandelt sich, das Schloss bleibt. Ja, das war das Video von dem Schloss Pfamberg hier in Frohnleiten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Go Traveler. Also,